Herr Mölleney, Sie sind Oberarzt in einem Palliativzentrum und begleiten viele Patientinnen und Patienten mit unheilbaren Erkrankungen. Begegnen Ihnen in Ihrem beruflichen Alltag auch Menschen, die von spirituellen Erfahrungen berichten? Genau, absolut. Also in der Palliative Care geht es um ganz viele Ebenen, die den Menschen ja schlussendlich ausmachen. Also wir betreuen mit der Tendenz zur Ganzheitlichkeit Menschen mit körperlichen Bedürfnissen oder Belastungen, sozialen Herausforderungen, psychischen Belastungen und eben auch der spirituellen Dimension. Und deswegen sind ja auch zumindest auf der Palliativstation sind wir Teams aus ganz vielen verschiedenen Berufsgruppen, und unabhängig von den Berufsgruppen oder dem jeweiligen Beruf vertrauen sich Menschen natürlich dem jeweiligen Gegenüber unterschiedlich an, und auch ich als Arzt erlebe es recht häufig, dass Menschen von zum Beispiel auch besonderen spirituellen Erfahrungen in ihrer Biografie erzählen, wie zum Beispiel von Nahtoderfahrungen, die sie gemacht haben. Das ist immer ganz hilfreich, das aufzugreifen, zuzuhören, weil es ja Ressource sein kann, weil es oft eben, ist ja auch bekannt, Angst vor dem Sterben oder dem Tod selber lindert, und weil man ihnen den Raum gibt, dort zuzuhören, sie ernst zu nehmen und diese menschliche Erfahrung als solche auch stehen lassen zu können. Wie werden Nahtoderfahrungen und Sterbebettvisionen heute in der Medizin allgemein eingeschätzt? Es ist so ein bisschen wie es wird als Randphänomen wahrgenommen, durchaus von der Wissenschaft. Über Nahtoderfahrung gibt es ziemlich viele Studien, die nicht unbedingt zur Erklärung dieser Phänomene führt, aber zum Erfassen, zum Zahlenerfassen, und vor allen Dingen gibt es Studien, die klar belegen, was für Auswirkungen eben auf der Gefühlslage und der Wertvorstellung das haben kann für Menschen. Ja. Und wenn man jetzt Sterbebettvisionen vielleicht ein bisschen gegenüberstellt, muss ich sagen, dass es recht wenig Daten dazu gibt und recht wenig wissenschaftliche Untersuchungen schlussendlich. Das Grundparadigma der westlichen Kultur oder der Wissenschaft ist ja eigentlich immer noch, dass man von Biochemie ausgeht oder das Gehirn das Bewusstsein erzeugt und einfach schlussendlich eine sehr materialistische Vorstellung von Leben oder dem Menschsein hat. Und das führt konsekutiv dazu, dass man irgendwie auch ein bisschen krampfhaft versucht, das unter diesem Paradigma zu erklären, was nicht vollständig gelingt, offensichtlich, und es dann auch schnell abzutun. Und Menschen, die mir begegnen, erzählen von solchen Erfahrungen mir als erste oder zweite, dritte Person überhaupt in ihrem Leben, und vielleicht auch ist eine sehr lange Zeit dazwischen vergangen, dass sie sich überhaupt öffnen dafür. Vielleicht eben in einer palliativen Situation, wo sie glauben, wenig verlieren zu können, und im Gegenüber auch eine Offenheit zu spüren dafür. Und sie fühlen sich, wenn sie das erzählen, auch isoliert oder stigmatisiert und haben eine gewisse Scheu, das zu erzählen, oder ist es die Begründung, warum sie es lange eben nicht erzählt haben? Haben Sie einige Beispiele von solchen Sterbebettvisionen, die Sie bei Ihren Patienten oder Patientinnen beobachten? Ich selber habe auch Sterbebettvisionen beobachtet. Das sind ja Phänomene, die Stunden bis wenige Tage vor dem Tod in der Lebensendphase auftreten, und dann stirbt der Patient, die Patientin, und kann davon selber nicht mehr berichten. Das heißt, in dem Moment einem Menschen zu begegnen, wo er gerade in einem visionären Erleben ist für mich als Arzt etwas seltener als jetzt für Teams, für Pflegende, die wirklich stundenlang und sehr konsistent am Bett sind. Durchaus schon was erlebt, aber auch viel aus zweiter, dritter Hand erzählt bekommen, und die Art und Weise oder die Inhalte und die Gefühlslagen, die da beschrieben werden, die decken sich in dem Sinne, dass ich da für mich zumindest und auch für die Teams erkenne, dass da Ressourcen liegen. Also wenn Patienten zum Beispiel in der Lebensendphase eine Unruhe zeigen oder sich besonders verhalten, beobachtet man eben immer wieder, dass plötzlich eine Klarheit, eine Wachheit auftritt. Also
wenn Menschen vielleicht vorher verwirrt waren, dass sie dann das weniger sind und recht klar Dinge erkennen können, plötzlich in einem gewissen Zeitraum und man das auch spürt und sie wie so eine leuchtende Aura bekommen, also ein Strahlen, ein Leuchten, eine Klarheit auch in den Augen, also eine sichtbare Klarheit und dann eben auch, wenn man sich fragt, ob sie Dinge im Raum sehen, die ich jetzt vielleicht nicht sehe, das oft bejahen. Also dass dann zum Beispiel die verstorbene Großmutter in der Ecke sitzt und auch wenn man den Raum betritt, man hat das Gefühl vielleicht, das war ein Beispiel, dass die Stimmung in dem Raum so im Vergleich zu den Tagen vorher so sehr friedlich und ruhig war. Ja, und ich dann die Frage gestellt habe oder festgestellt, ist es so friedlich, empfinden Sie das auch so, wie erklären Sie sich das? Und so, naja, meine Großmutter sitzt seit 3 Tagen dort in der Ecke und ich habe sie nicht gesehen. Und wenn man dann so fragt, bekommt man raus, dass sie ja eben auch schon vor langer Zeit verstorben ist. Also es begegnen einem in diesem visionären Erleben Erzählungen über Verstorbene, über Lichterscheinungen, über Landschaften, über Klänge, ganz verschiedene Dinge. Und der gemeinsame Nenner ist aber eigentlich immer, dass es sehr friedvoll ist, dass es etwas sehr Beruhigendes für den Patienten ist, dass sehr häufig wenig oder keine Angst im Raum liegt. Und ja, das wiederholt sich da doch immer wieder. Und wenn man auch mit verschiedenen Palliativteams redet, habe ich die Erfahrung gemacht, dass Menschen sehr aufmerksam zuhören und dann nach und nach auch von Begegnungen erzählen, die sie selber mit sterbenden Menschen gemacht haben, die in diese Richtung gehen. Und trotzdem dazu im Gegensatz steht halt, dass es wissenschaftlich wenig untersucht ist. Also die Bereitschaft unter 4 Augen, das zu benennen, ist groß. Und sobald es mehr in diesen öffentlichen Raum geht, habe ich das Gefühl, verschwindet das Phänomen so ein bisschen und wird abgetan. Und das zeigt mir einfach, dass es doch ein sehr intimes Thema ist, ein sehr unverstandenes Thema und es durchaus sehr wert ist, da genauer hinzuschauen. Das Thema Ihrer Promotionsarbeit sind Sterbebettvisionen. Können Sie uns Beispiele geben, wie sich solche Erfahrungen äußern? Ich habe einige Beispiele für mich gesammelt, aber nicht nur im Kopf, sondern auch verschriftlicht. Und ich habe da ein Beispiel, das ich vorlese, weil es doch sehr eindrücklich ist. Es ist tatsächlich der Bericht eines Kollegen, der das erlebt hat und nicht ich selber. Wir sind zu zweit eben auch leitende Ärzte für das Hospiz St. Gallen und bei einer Hospizvisite hat er mir etwas beschrieben. Ich habe es etwas paraphrasiert und zusammengefasst. Ich saß am Bett eines Patienten. Seine Erkrankung war weit fortgeschritten. Im Vordergrund stand weniger die Medizin als die ganzheitliche Begleitung in der Lebensendphase. Medikament Mensch, Medikament Menschlichkeit. Der Körper war sehr geschwächt, gezeichnet durch Krankheit und ein intensives Leben. Auch Sterben ist noch Teil des Lebens. Wo finden wir Leben am Ende? Wo finden wir Lebendigkeit? Es ist schon seltsam, fast mystisch, der letzte Lebensabschnitt. Wir dürfen ehrlich sein und bekennen, dass wir wenig wissen, dass wir wenig darüber sagen können. Aber wir können beobachten, wir können zuhören, wir können lernen, wir können präsent sein. So war mein Kopf in der Stille zwischen uns zunächst noch recht laut, aber allmählich, ganz allmählich jedoch verschwamm die Stille in die Zeitlosigkeit. Der Raum veränderte sich. Umrisse wurden unscharf. Mein Herz wurde dabei ganz aufmerksam, denn es passierte etwas, das ich nicht begriff, nicht greifbar. Ich löste die Hand des Verstandes und ließ mich von der Situation tragen. Irgendwie intim, ein fremder Mensch und zutiefst verbunden. Keine Worte. Ich hielt seine Hand. Und dann spürte ich am Arm Berührungen, zaghaft. Einbildung, keine Einbildung. Ungläubig und irritiert ließ ich es zu. Es war nicht der Patient, irgendjemand berührte meinen Arm. Oder sollte ich sagen, es berührten mich Hände, viele Hände, Kinderhände. Ich konnte es nicht fassen. Ratlos und verwundert blieb ich auch eine Zeit lang nach dem Ereignis zurück, bis ich erkannte, welches Geschenk es wohl möglich verbarg. Der Patient war Kinderarzt gewesen.
Gell, das ist natürlich ein recht spezielles Beispiel, weil es eine besondere Form von Sterbebettvisionen beschreibt. Und da geht es, in dem Fall ist es eine geteilte oder empathische Sterbebettvision. Dazu gibt es noch viel weniger Forschung und Anekdotenberichte, aber auch in die Richtung sammeln sich so langsam die Informationen, oder? Und das heißt, ein gesunder Mensch, in dem Fall mein Kollege, nimmt eben auch etwas Besonderes wahr auf der Gefühlsebene, auf der Intuitionsebene und sogar auf der sensorischen Ebene, die dann mit der Biografie, wirklich mit dem Menschen, mit dem Patienten selber verknüpft ist. Und wenn man jetzt ein bisschen vorweggreift in die Überlegung, wie man das einordnet, ich weiß es natürlich nicht, ich habe eine Meinung dazu, aber wissenschaftlich kann ich es wenig erklären mit dem Paradigma, was wir haben. Aber wenn ein gesunder Mensch eben solche Phänomene wahrnehmen kann, die auch der Kranke wahrnehmen kann, wo sie geteilt sind, dann glaube ich, finden da Bewusstseinsräume statt oder verschmelzen, die ich erst einmal so mit der reinen Wissenschaft nicht erklären kann. Und sie werden gemacht, sie werden beschrieben, sie sind als Erfahrung real und die Einordnung bleibt einfach ein bisschen unklar. Etwas auch nochmal Ähnliches, Visionäres habe ich jetzt gerade in den letzten Tagen erlebt bei einer Patientin, mit der ich mich auch sehr verbunden fühle. Vielleicht konnte ich deswegen auch diesen Raum recht gut teilen mit ihr. Sie hat mir auch oder vertraut mir auch sehr. Und sie ist in einem sehr geschwächten körperlichen Zustand aufgrund einer fortgeschrittenen Krebserkrankung. Und aber ihr Kopf ist sehr klar und präsent. Und das kollidiert so ein bisschen. Der Körper verschlechtert sich immer mehr von der Energie. Sie kann sich nicht, also physisch nicht bewegen, ist ans Bett gefesselt, aber der Kopf will sich bewegen oder ist in Bewegung. Und da entsteht wie so ein Spagat. Und ich habe dann recht intuitiv mit ihr, was ich öfters mache, eine Imaginationsreise gemacht, weil sie mir bei Visite gesagt hat, es ist eigentlich alles gut, Herr Doktor, aber eigentlich möchte ich auch gehen. Ich bin wie in einem Wartezimmer und ich warte halt. Ich habe keine großen belastenden Symptome, aber es ist jetzt auch mal gut. Und ich habe das zum Anlass genommen. Sie hat ihre Augen geschlossen und wir haben ein bisschen in die Stille gefunden, in die Nähe, und ich habe sie angeleitet, darin mal den Warteraum zu beschreiben. Und das ging auch relativ, sie hat da Talent für oder eine Kreativität in sich, hat sehr schnell, ohne zu zögern, diesen Raum zumindest mal schemenhaft beschreiben können und erzählt, dass sie dort halt sitzt oder isst und Menschen immer wieder zu Besuch kommen, ansonsten sei sie dort alleine. Und ich fragte sie, ob da eine Tür ist, wo Menschen den Raum auch betreten können, und sie meinte, nein, es ist aber ein großes Fenster im Raum, sehr großes Fenster, was eine klare Scheibe hat, wo man durchschauen kann, wo sie auch jetzt gerade durchschaut, und dahinter wie eine Dunkelheit erkennt und doch eben aber auch Nebel, der sich wenig bewegt, der einfach etwas verschleiert, und dahinter liegt vielleicht etwas, vielleicht auch nicht, und das macht ihr keine Angst, sondern eher sogar Neugierde. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie denn das Fenster öffnen kann und schauen kann, was passiert. Und dann meinte sie, es ist verschlossen, ist abgeschlossen, und gibt es einen Schlüssel? Und dann hat sie gesagt, das weiß sie nicht. Und dann war Stille. Und dann erzählt sie mir, da ist plötzlich ein Schlüssel. Er hebt sich vom Boden, schwebt so zu ihr herauf, und sie kann dann das Fenster öffnen. Es ging relativ schnell. Also er hat eine relativ schnelle Reise irgendwie auch gemacht und hat das Fenster geöffnet, und hereinkam, hat sie beschrieben, eine sehr kalte, klare Luft, eine Brise, wie eine Winterbrise. Und sie hat dann wirklich auch merklich tief diese Luft ein- und ausgeatmet, hat sich entspannt dabei, ist also aus einer Nervosität die von Anfang an bestand, und eine Anspannung in eine Entspannung, eine gewisse Friedlichkeit gekommen, in ein tiefes Durchatmen, und hat dann beschrieben, dass sie auch einen Duft von Blumen wahrnimmt. Also Garten, Natur, Blumen sind generell als Mensch ihre Ressource. Das korreliert dann schon. Und dass sie eine Wiese schmeckt, und mit der Zeit hat sie dann auch beschrieben, wie irgendwo hinter dem Fenster, das geöffnet war, nun ein Leuchten zu vernehmen war, was auch immer heller wurde. Und
Mach dir keine Angst, sagt sie. Es blendet auch nicht, ist eigentlich schön. Und vor allen Dingen gibt es ihr Kraft. Ist ja eigentlich die Übersetzung für Ressource irgendwo auch, fand ich in dem Moment. Und dann habe ich nach der Bewegung gefragt, ob sie denn auf das Licht zugeht, ob sie auf das Licht zugehen möchte oder was eigentlich gerade passiert. Und sie meinte, na, das Leuchten kommt eher auf sie zu. Und sie kann es aber dann auch irgendwie an sich zu sich heranziehen, an sie heranholen und hat dann diese umarmende Bewegung in ihre Herzregion gemacht. Und das war tatsächlich, deswegen nenne ich das Beispiel im Anschluss an dieses, sehr eindrücklich, weil ich hatte das Gefühl, ob Einbildung oder nicht, als ob ich dieses Leuchten nicht sehe, aber spüre. Ich habe die Augen auch wieder aufgemacht und habe sie angeschaut und hatte das Gefühl, irgendwie, es leuchtet mehr im Raum. Es ist irgendwie friedlich und es hat auch auf der Gefühlslage was mit mir gemacht. Das Licht hat sie dann bei sich behalten. Wir haben nur noch wenig Worte gewechselt und haben praktisch vereinbart oder sie hat erkannt, dass sie offensichtlich trotz der wenig körperlichen Ressourcen Bewegung machen kann und dass sie das wahrscheinlich auch jederzeit machen kann, dass sie da eine gewisse eigene Macht, Individualität und Selbstständigkeit hat. Und eigentlich habe ich sie dann mit dem Licht alleine gelassen, habe ihr die Hand gegeben, sie sehr fest gegriffen hat, sich bedankt und wahrscheinlich habe ich sie auch zum letzten Mal gesehen. Sie wird dann in das Hospiz noch verlegt und habe auch das Gefühl, dass generell, ich meine, Sterbebettvisionen sind auch mit wenn sie denn welche sind, ein diagnostischer Marker dafür, dass das Lebensende sehr nahe ist. Und auch wenn das jetzt keine klassische Sterbebettvision war, denke ich doch schon auch, dass es ein Mosaikstein war, wenn man sich so bewegen kann in visionären Räumen, dass es irgendwo auch ein Hinweis darauf ist, dass das Lebensende doch vielleicht auch näher rückt, dass das vielleicht schon die ersten Kontakte waren. Das ist jetzt meine Interpretation, das spüre ich einfach bei ihr. Was hat Sie selbst motiviert, sich mit dieser Thematik zu befassen und das zu Ihrer Promotionsarbeit zu machen? Eigentlich auch meine Biografie, denn als ich 8 Jahre alt war, ich habe noch drei Geschwister mittlerweile, ist meine Mutter verstorben im Alter von 33 Jahren, hat 5 Jahre lang war sie an Mammakarzinom erkrankt, was dann metastasiert ist, schlussendlich auch zerebral und dem erlag sie dann im Alter von 33 und das hat so ganz viele Ebenen gemacht, das macht mit einem was natürlich in der Kindheit. Also man stellt sich die Frage, wenn auch zu der Zeit, das war 96, wenig drüber geredet wird, Psychologie nicht angeboten wird, Emotionen verdrängt werden aus vermeintlichen Schutzgründen. Man fragt sich selber oder man muss selber damit einen Weg finden und die Hauptfragen waren für mich schnell, was ist da passiert? Ist sie noch da? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Wir sind auch recht christlich erzogen worden und einfach diese Fragen zu stellen. Und schon in der Kindheit oder Schulzeit habe ich mich dann belesen. Man stößt schnell auf Phänomene wie die Nahtoderfahrung, man stößt auf Phänomene wie Bewusstseinsforschung, Quantenphysik und so weiter. Und ich habe da irgendwie für mich einen roten Faden drin erkannt und Gemeinsamkeiten. Und dann fing das so an, dass auch im familiären Umkreis und aber auch immer mehr andere Menschen auch sich dahingehend geöffnet haben, mir das entweder einfach so zu erzählen oder auf Nachfrage recht offen zu erzählen und mir dann auch zu sagen, also zum Beispiel mein Großonkel, der ist schon verstorben seit längerem, mit großer Altersunterschied, ein sehr lebenserfahrener Mensch und ich mehr oder weniger jugendhaft, gerade junger Erwachsener, er öffnet sich mir und erzählt mir von seiner Nahtoderfahrung und sagt mir dann auch, das hat er so nicht mal seiner Frau erzählt oder einem Psychologen. Er hat das nie wirklich geteilt und er weiß gar nicht warum. Also wenn man ich habe gemerkt, wenn man da das ernst nimmt als menschliche Erfahrung, das als durchaus reale Erfahrung einordnet und offen ist, dass sich Menschen öffnen. So kam das immer irgendwie ein Faszinosum schlussendlich war. Ich bin dann, habe dann Medizin studiert. Nicht aus dem Grund, aber generell war das so auch am Vorbild von meinem Großvater gemessen, der auch Arzt war. Das war so vorgelebt, fand ich immer ein spannendes Feld. Und bin dann Anästhesist geworden, wie er selbst auch.
und ich es eigentlich primär nicht wollte, aber ich bin da so reingerutscht. Ein sehr technisches Fach oder ein sehr apparatives Fach. Intensivmedizin dann noch eine Zeit lang als Notarzt tätig gewesen, also sehr manuell und sehr algorithmisch, sehr kognitiv, handwerklich und habe dann aber auch immer wieder gemerkt, bei Aufklärungsgesprächen über Narkosen oder sonstige Interventionen, wenn in der Diagnosenliste vielleicht auftauchte, dass ein Mensch einen Unfall hatte, schon mal im Koma lag, dass ich mir dann oft die Zeit genommen habe, genauer nachzufragen. Erinnern Sie sich an die Zeit, was ist da eigentlich passiert? Und nicht immer, aber schon häufiger auch in einem vermeintlich absurden Setting dann ein Gespräch über sehr besondere Phänomene wie Nahtoderlebnisse passiert ist und meine Faszination dafür immer wieder bestärkt hat schlussendlich. Und dann, ja, war es nur folgerichtig, irgendwann auch in die Palliative Care zu gehen, in das mehr Sprechende, in in die Haltung zu gehen, den Menschen zu sehen, nicht den Patienten, der an irgendeinem Apparat hängt und so weiter. Ja. Und wie gesagt, dem Setting hier begegnet mir das einfach unglaublich häufig. Wenn Sie sagen, es sei unglaublich häufig, dass solche Erlebnisse erlebt werden, warum wird es von der Medizin so wenig beachtet oder totgeschwiegen oder weggeschwiegen? Es ist ja nach wie vor nicht komplett erklärbar. Es ist ein Raum der Interpretation, der Einordnung und des Glaubens, oder? Schlussendlich vielleicht auch, wie man das dann erklären könnte. Und wir Mediziner wir sind nicht erzogen, diese Räume so zu betreten. Also wir sind Somatiker irgendwo und schlussendlich glaube ich, dass es vielen Kollegen Angst macht oder zu randständig ist oder sie das vielleicht noch nie gehört haben und das nicht einordnen können und für sie auch überhaupt nicht im Vordergrund steht. Oder sie eben auch schnell eine Erklärung haben, weil wenn Menschen Nahtoderfahrung haben, sind sie ja in den klinischen Tod irgendwo eingetreten, waren also vom Lebensende bedroht durch eine Akutsituation, in der man eben auch akut medizinisch handelt und dann wird sich darauf fokussiert, dieses Leben zu retten. Und wenn jemand dann überhaupt sich öffnet in so einem Umfeld wie in einem Spital, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er einen Arzt oder Ärztin trifft, die das verunsichert, irritiert und die dann vielleicht beiläufig eine Erklärung findet, wie medikamentös induziert oder es ist biochemisch erklärbar, weil es eine Grenzsituation einfach körperlich ist und man immer wieder auf diese Bewegung kommt, da ist der Körper und alles entsteht aus dem Körper. Das ist einfach so, wie wir wissenschaftlich geprägt sind und wie wir irgendwo auch ausgebildet werden. Und somit bleibt es irgendwo stigmatisiert. Und Menschen haben einerseits Angst davon zu erzählen und können es selber erstmal gar nicht einordnen. Und eben, wenn sie es dann integriert haben in ihr Leben und ihr Leben wirklich auch teilweise richtig umstellen von den Werten und der Lebensart, nach Jahren überhaupt erst davon berichten. Das heißt, wenn eine Nahtoderfahrung auftritt, erzählen Menschen davon direkt meistens gar nicht. Und Sterbebettvisionen, ich würde sagen, Nahtoderfahrung und Sterbebettvisionen sind beides, haben viele Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten. Das sind besondere Sterbephänomene. Man könnte sagen, es ist visionäres Erleben und doch sind es irgendwie unterschiedliche Entitäten, gell? Weil Nahtoderfahrung wird von Menschen, die das selber erfahren haben, berichtet und Sterbebettvisionen und sie sind eben bewusstlos oder in einem klinischen Tod, während sie diese wirklich außergewöhnlichen, völlig abgefahrenen Situationen erleben. Und bei Menschen, die Sterbebettvisionen erleben oder bei denen man das beobachtet, die sind, wie ich schon gesagt habe, in dem Moment sehr, sehr klar und wach. Das ist schon mal ein grundlegender Unterschied. Und relativ kurz im Verlauf darauf versterben sie auch. Das heißt, oft berichten sie es gar nicht mehr selber. Es ist eher beobachtbar und wird durch andere erzählt. Und das sind so die Unterschiede. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass es ein Kontinuum ist, dass es Übergänge sind oder dass es vielleicht doch ähnliche oder gemeinsame Bewusstseinsräume sind von beiden Phänomenen. Das ist jetzt eine Vermutung, Gespür. Ja. Weiß ich aber nicht. Welche Empfehlungen geben Sie Angehörigen, wenn sie einen sterbenden Menschen besuchen und dieser von Visionen oder besonderen Wahrnehmungen berichtet? Wenn ich
solchen Menschen begegne, ist es oft so, dass sie auch das entweder beiläufig erwähnen oder abtun oder irritiert sind und sagen, ja, können Sie da nicht Medikamente geben oder was tun wir jetzt? Also es ist immer die Frage nach der Reaktion darauf. Und ich glaube, ganz wichtig ist, und das mache ich eigentlich auch in der Regel, einmal die Zugehörigen dazu bewegen, zu beobachten und dann zu beschreiben, ja, und was haben Sie denn für ein Gefühl dazu? Wirkt denn Ihr Papa, Ihre Mama oder wie auch immer, wirkt dieser Mensch gestresst? Wie erleben Sie ihn? Also ist es wirklich erstmal etwas, wo wir etwas gegen tun müssen, weil wenn das nämlich in der Regel etwas ist, was Menschen ja stärkt oder was als friedvoll, positiv erlebt wird, muss ich ja gar nicht eingreifen, oder? Im ersten Moment, sondern kann das ja nutzen. Und dann beschreibe ich halt, dass ich oder unsere Teams das nicht selten erleben, dass es also eine ganz natürliche menschliche Erfahrung ist, die aus meiner Sicht immer wieder oder recht häufig auftritt, dass wir das häufig beobachten und als Ressource beobachten und dass man das aber unterscheiden sollte von einem Delirzustand oder von einem terminalen Delir, wo Menschen sich auch außergewöhnlich verhalten, aber dann doch eher unruhig sind, vielleicht Halluzinationen haben und Angst haben. Das sind Zustände, die man am Lebensende auch nicht selten beobachtet, wo man eben schon reagieren will und muss, weil man die Überschrift hat, man will ja Symptome und Belastungen lindern in der Palliative Care oder generell, nicht nur in der Palliative Care, oder? Und wobei da natürlich auch nicht die Medikation im Vordergrund steht, vielleicht in zweiter, dritter Stelle, sondern das Erfassen, das Präsentsein und das und nicht medikamentöse Maßnahmen und dann die Medikamente kommen. Und unabhängig davon denke ich, dass wir in der Lebensendphase oft viel zu schnell auch medikamentös eingreifen und zu wenig den Schritt zurückgehen und erstmal beobachten, um welche Erfahrung handelt es sich gerade. Ist es eine Ressource, ist es eine Belastung? Und dann findet eben Aufklärung statt. Und Zugehörige erlebe ich dann als sehr beruhigt oder erstaunt, teilweise neugierig oder fangen dann selber an, nachzulesen und bei der nächsten Visite daran anzuknüpfen und Fragen dazu zu stellen. Und ich glaube, es ist eben ganz wichtig, es ist natürlich jetzt kein Kernphänomen, ist vielleicht aber auch kein Randphänomen, es ist aber ein durchaus häufiges Phänomen, worüber man sprechen darf und sollte, finde ich. Es braucht Forschung, es braucht Wissenschaft, auch wenn die Wissenschaft vielleicht oder ganz sicher lange nicht alles erklären kann, aber vieles im Alltag natürlich erklären kann und sinnvoll ist und gut ist. Ich bin als Arzt natürlich wissenschaftlich von der Basis geprägt. Deswegen beruht sich die Forschung meistens retrospektiv auf der Analyse oder auf der Sammlung von Berichten, Anekdoten, die man dann kategorisiert, auswertet, analysiert oder vielleicht auch halb strukturierte Interviews führt und daraufhin erst einmal Zahlen erfasst. Wie häufig ist es eigentlich wirklich? Weil wenn ich sage, es ist häufig, ist es ehrlich gesagt mein Eindruck. Ich kann es nicht wirklich belegen und es gibt wenig wissenschaftliche Daten dazu, um auch Menschen, die eher sehr wissenschaftlich basiert denken und nicht viel anderes zulassen, um ihnen aufzuzeigen, es ist es wert. Es gibt ausreichend Zahlen, wir dürfen hinschauen, das ist ein wichtiges Phänomen. Und ich bin seit Jahren an einer dementsprechenden Studie dran im Rahmen tatsächlich meiner Promotion. Das Thema hat sich nach vielen Jahren gefunden oder andersrum, ich habe endlich Betreuer gefunden, die das auch ernst nehmen und interessant finden. Deswegen könnte man sagen, promoviere ich auch jetzt erst, aber dementsprechend ist es auch auf mich und meine Leidenschaft zugeschnitten und die Studie findet statt an der Universität Würzburg, wo ich studiert habe und in Kooperation mit der Uni Basel. Es sind Fragebögen erstellt worden, die das Phänomen erfassen und wir befragen alle alle multiprofessionellen Teams von deutschen stationären Hospizen und Palliativstationen und um einfach mal Zahlen zu haben, um dann vielleicht im nächsten Schritt Interviews zu führen, um die Phänomene ein bisschen zu kategorisieren auch. Bin mittendrin. Herr Mölleney, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke.